Diese unglaubliche Geschichte ereignete sich in Alaska. Dort lebte Dimitri in einer kleinen ländlichen Stadt. Er wurde hier geboren und hatte eine schöne Kindheit. Schon als er klein war, war er begeistert von den Wäldern und den wilden Tieren. Oft ging er gemeinsam mit seinen Eltern im Wald stundenlang spazieren. Als der Junge älter wurde, verbrachte er immer weniger Zeit mit seinen Eltern im Wald. Aber er verlor nie seine Liebe dazu. In der Schule lernte er Elsie kennen, eine junge Frau, die in die Parallelklasse ging. Die beiden fühlten sich sofort zueinander hingezogen und es dauerte nicht lange, bis sie anfingen sich zu verabreden. Nach dem College-Abschluss zogen die beiden in Dimitris Heimatstadt. Kurz darauf heirateten Elsie und Dimitri und bekamen 2 entzückende Söhne. Jack und Thomas. Dimitri ging sehr gerne mit seinen Söhnen im Wald spazieren, so wie es seine Eltern mit ihm getan hatten. An einem Wintertag erkundeten Dimitri und seine 12- und 9-jährigen Söhne den verschneiten Wald. An diesem Tag sollten sie etwas erleben, was sie niemals vergessen würden. Plötzlich hörten sie ein seltsames Geräusch. Dimitri forderte seine Söhne auf, hinter ihm zu bleiben, während sie alle näher an das Geräusch herankamen. Die 3 dachten erst an einen wimmernden Hund, der sich vielleicht im Wald verlaufen hatte. Möglicherweise wurde er sogar von seinem Besitzer ausgesetzt. Doch schließlich bekamen sie etwas ganz anderes zu Gesicht. Als sie auf eine kleine Lichtung traten, sahen sie eine junge Wölfin, deren Pfote in der Falle eines Jägers steckte. Das Tier gab schmerzhafte Laute von sich, die Dimitri das Herz brachen. Er war sich der Gefahr eines Raubtieres bewusst, doch er konnte die Wölfin nicht ihrem Schicksal überlassen. Der Mann trat näher heran, blieb aber stehen, als sie ihn anknurrte. Drohend fletschte der Wolf seine Zähne und gab dem Fremden zu verstehen, bis hierhin und nicht weiter. Dimitri sprach leise mit dem Wolf und schlich sich näher. Schließlich war er nahe genug, um das Tier zu streicheln und ihm zu versichern, dass er ihm nur helfen wollte. Die Wölfin hörte auf zu knurren und begann Dimitris Hand zu lecken. Er spürte offenbar, dass ihm der Mann nichts Böses wollte. Nachdem sich die Wölfin beruhigt hatte, sah sich Dimitri die Falle genauer an. Zum Glück schien es ein einfaches Modell zu sein, das zuschnappte, wenn man drauf trat. Aber das Tier war eindeutig verletzt und Dimitri machte sich Sorgen, dass die Wölfin eine gebrochene Pfote haben könnte. Als Dimitri seinen Söhnen sagte, sie sollten zurücktreten, tat er etwas recht Gefährliches. Er öffnete die Falle. Als das Raubtier frei war, rannte es jedoch nicht sofort weg, wie der Mann es erwartet hätte. Stattdessen blieb der Wolf weiterhin an Ort und Stelle liegen und heulte jämmerlich. Dimitri machte sich große Sorgen. Er wusste, dass er die junge Wölfin nicht sich selbst überlassen konnte. In diesem Zustand würde das Tier wohl kaum ein paar Tage in der Wildnis überleben. Doch was sollte der Mann tun? Schließlich handelte es sich immer noch um ein wildes Raubtier. Dann tat Dimitri etwas Unglaubliches. Er hob die Wölfin hoch. Thomas und Jack waren erstaunt über das, was ihr Vater tat. Wusste er nicht, dass das Raubtier ihm mit einem einfachen Schnappen seiner Kiefer das Undenkbare antun konnte? Trotz der Gefahr war Dimitri fest entschlossen, ihr zu helfen. Erstaunlicherweise blieb die Wölfin in Dimitris Griff ziemlich ruhig. Nach stundenlangem Marsch kamen Dimitri, Thomas, Jack und der Wolf schließlich aus dem Wald heraus. Dimitri vergewisserte sich, dass seine Söhne sicher nach Hause gekommen waren, bevor er sich auf den Weg zum nächstgelegenen Tierarzt machte. Nachdem er das schwere Tier so lange getragen hatte, war Dimitri froh, als er es endlich im Untersuchungsraum des Tierarztes absetzen konnte. Dieser war erstaunt, was der Mann ihm brachte. Zunächst zögerte er, den Wolf zu behandeln. Aber Dimitri bestand darauf, dass sich der Arzt die Pfote des Tieres ansah. Dann untersuchte er die Wölfin vorsichtig, während Dimitri ihr sanfte Worte zusprach. Schließlich teilte der Tierarzt mit, dass die Pfote zwar gequetscht, aber nicht gebrochen war. Die Wölfin war allerdings ausgehungert und brauchte nun einen Ort, an dem sie sicher genesen konnte. Dimitri beschloss, den Wolf zu sich nach Hause zu nehmen. Er legte in seine Garage eine alte Matratze und ein paar Decken und gab der Wölfin etwas zu fressen. Am nächsten Tag ging es dem Tier besser. Der Mann und seine beiden Söhne öffneten die Garage und beobachteten aus sicherer Entfernung, wie das Tier sich vorsichtig auf den Weg nach draußen machte. Bevor die Wölfin hinter den Bäumen verschwand, drehte sie sich noch einmal um, als wollte sie sich bei Dimitri für seine Hilfe bedanken. Zu diesem Zeitpunkt ahnte der Mann nicht, was sich einige Zeit später noch ereignen sollte. In den nächsten Tagen sahen sie die Wölfin noch in der Nähe des Hauses. Es war, als ob sie noch nicht weggehen wollte. Aber Dimitri wusste nicht warum. Eines Tages war die Wölfin nicht mehr da, was Thomas und Jack beunruhigte. Da ihr Vater in der Arbeit war, wussten sie, dass sie nicht allein in den Wald gehen sollten. Aber sie machten sich Sorgen, dass dem Wolf etwas zugestoßen war. Also wagten sich die beiden Jungen allein aus dem Haus. Nachdem sie eine Weile gelaufen waren, stellten Thomas und Jack fest, dass es keine Spur von der Wölfin gab. Doch dann passierte es. Als sie sich umdrehten, realisierten die beiden Jungen, dass sie sich verlaufen hatten. In Angst, mitten im Winter alleine im Wald festzusitzen, irrten die Kinder umher und versuchten, den Weg zurück nach Hause zu finden.
Aber als die Sonne immer tiefer am Himmel stand und die Nacht näher kam, sah es nicht gut für die zwei aus. Verängstigt setzten sich Thomas und Jack auf einen Baumstamm und kauerten sich zusammen, um sich zu wärmen. Gerade als sie die Hoffnung aufgeben wollten, geschah etwas Unerwartetes. Jack bemerkte zwei helle Augen, die ihn aus den Bäumen anstarrten. Was war das? War es gefährlich? Was sollte er tun? All diese Fragen schossen dem Jungen durch den Kopf. Doch in diesem Moment kamen die Augen näher und Jack konnte die junge Gestalt der Wölfin erkennen, die Dimitri gerettet hatte. Jack rief das Tier vorsichtig näher und ließ sie an seiner Hand schnuppern. Als die Wölfin sicher wusste, wer die Jungen waren, begann ihr Schwanz leicht zu wedeln. Sie leckte Jacks Hände ab und stupste ihn und Thomas sanft an. Sobald der Wolf die Aufmerksamkeit der Jungen hatte, begann der Wolf zurückzulaufen und blieb immer wieder stehen, um sich zu vergewissern, dass die beiden Kinder ihr folgten. Nach etwa 30 Minuten konnten Thomas und Jack ein Licht sehen und ihre Mutter und ihren Vater nach ihnen rufen hören. Glücklich zu Hause zu sein, rannten die beiden in die Arme ihrer erleichterten Eltern. Dimitri sah zur Baumgrenze hinauf und sah, wie die Wölfin die Familienzusammenführung beobachtete. Der Mann konnte es nicht glauben. Die Wölfin hatte seine Söhne gerettet und sie nach Hause geführt. Leise dankte Dimitri der Wölfin, bevor sie wieder im Wald verschwand. Irgendwie wusste Dimitri, dass sie den Wolf nie wieder sehen würden. Aber er würde nie vergessen, was er für die Familie getan hatte. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Schau dir jetzt ein Video von einem Mann an, der einem Wolf das Leben gerettet hat. Was 2 Jahre später geschah, wirst du nicht glauben.